Landshut, Niederbayern. Hier steht seit 2019 die 1000. Anlage aus dem Hause Corosys. Mit der neuen Hochvakuumentgasung V2WD will die Brauerei Wittmann die Produktionsbedingungen und die Produktqualität verbessern. Sauerstoff spielt im Brauprozess eine große Rolle. Es wird einmal benötigt für die Gärung, anschließend ist Sauerstoff eigentlich der Feind vom Bier. Die Brauerei versucht sauerstoffarm zu arbeiten, weil jeglicher Sauerstoffeintrag zu einer Oxidation führt und das führt primär zu einer Geschmacksveränderung, die von der Brauerei nicht gewünscht ist. Eine der Hauptquellen für Sauerstoffeintrag ist im Wasser gelöster Sauerstoff. Mit einer kontinuierlichen und zuverlässigen Wasserentgasung können Qualitätsminderungen durch Oxidation vermieden werden. Die Corosys GmbH aus Hofheim am Taunus liefert mit Innovation und Expertise individuelle Lösungen für die Getränkeindustrie. Die physikalischen Grundlagen der Wasserentgasung erklärt Produktmanager Jan Oertli. Also bei der Wasserentgasung geht es darum, das im Wasser gelöste Gas zu entfernen. Dazu wird die Löslichkeit des Gases oder der Gase im Wasser erniedrigt. Die Grundlage dazu ist das Gesetz nach Henry. Dabei ist die Löslichkeit des Gases im Wasser abhängig vom Partialdruck des Gases in der umgebenden Atmosphäre. Weiter ist die Löslichkeit auch abhängig von der Temperatur des Wassers, da sich im warmen Wasser generell weniger Gase lösen. Um die geforderte Sauerstoffkonzentration von 10 ppb zu unterschreiten, reicht jedoch eine reine Heißentgasung oder Vakuumentgasung nicht aus. Konventionelle Anlagen kombinieren diese mit einem Strip-Verfahren, bei dem ein Stripgas im Gegenstrom durch das Wasser geleitet wird, um die Löslichkeit des Sauerstoffs herabzusetzen. Der Sauerstoff geht in die Gasphase über und wird gemeinsam mit dem Stripgas abgeleitet. Dafür wird in bisherigen Anlagen CO2 eingesetzt. Also bei unserer neuen Anlage können wir auf den Einsatz eines Stripgases gänzlich verzichten. Und durch den Einsatz eines Vakuums reduzieren wir den Druck auf ein Niveau, der dem Dampfdruck des Wassers, das wir entgasen möchten, entspricht. Das Wasser kann dabei kalt bleiben. Dadurch verdampft ein kleiner Teil des Wassers, das wir entgasen möchten. Und dieser Dampf, der dann entsteht, dient uns als Stripgas für die Entgasung des Wassers. Und somit sagen wir, das Wasser entgast sich selbst. Wir haben uns mit den verschiedenen Techniken auf dem Markt auseinandergesetzt, sind dann relativ schnell auf die Kaltdampfentgasung der Firma Corosys gestoßen. Hat einfach den Vorteil, dass man keine Kohlensäure einsetzen muss, um den Sauerstoff auszutreiben, sondern dass durch das Hochvakuum kalter Wasserdampf entsteht, der den Sauerstoff austrägt. Das hat zum einen wirtschaftliche Gründe, aber natürlich auch ökologische Vorteile, weil ich die Kohlensäure nicht in die Umwelt entlasse. Ja, die neue Wasserentgasungsanlage können wir für jeden Leistungsbereich anbieten. Von 5 bis 1000 Hektoliter die Stunde können wir alles realisieren. Natürlich mit den niedrigen Sauerstoffwerten von unter 10 ppb.